Hallo zur April-Ausgabe von Tuk Talk. In Deutschland lebt knapp ein Zehntel der Bevölkerung mit einer schweren Behinderung und das sind immerhin 7,6 Millionen Menschen. Trotzdem ist das öffentliche Leben oft alles andere als barrierefrei und auch Universitäten wie unsere TU müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Um diese Aufgabe kümmert sich unser heutiger Gast, welcher selbst auch von einer Behinderung betroffen ist. Dennoch lässt er sich davon nicht aufhalten und begeistert als passionierter Chemiker selbst die Studierenden, die mit dem Periodensystem der Elemente auf Kriegsfuß stehen. Als Professor Dr. Thomas Schwarz in Chemnitz aufwuchs, hieß dieses noch Karl-Marx-Stadt. Hier ging er zur Schule, studierte Maschinenbau und erhielt 1984 seinen Abschluss als Diplom-Ingenieur. Seitdem hat sich an unserer Universität einiges geändert und Thomas Schwarz war stets dabei. 1993 begann er hier seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ist mittlerweile habilitierter und mehrfach für seine Lehre ausgezeichneter Professor im Fachbereich Chemische Technologie. Sein hohes Engagement für die Studierenden der TU endet jedoch nicht im Vorlesungssaal. Zusätzlich kümmert sich Professor Thomas Schwarz bereits seit 18 Jahren um die Belange der Schwerbehinderten an unserer Universität. Und wie in wahrscheinlich allen Bereichen des Lebens kommt ihm auch in dieser Funktion seine stets gute Laune und positive Sicht auf die Dinge sehr zugute. Hallo Herr Schwarz, vielen Dank, dass Sie der Einladung zu Tuk Talk gefolgt sind. Schönen guten Tag, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Wie viele Beschäftigte und Studierende mit einer Behinderung haben wir denn eigentlich im Moment an der TU Chemnitz? Bei den Studierenden kann man diese Zahl nicht so genau sagen, weil sich die Studierenden einschreiben in den jeweiligen Studiengängen der Universität, beziehungsweise bei Bewerbungen brauchen sie ihr gesundheitliches Handicap, chronische Erkrankungen auch nicht anzugeben. Wir wissen aber aus Veröffentlichungen des Deutschen Studentenwerkes, dass etwa 5% der Studierenden eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben oder auch eine chronische Krankheit. Auf der anderen Seite ist dann das Problem der Universität, dass sie dafür Sorge tragen muss und auch verpflichtet ist, für gleiche Studienbedingungen zu sorgen und für ein barrierefreies Studium, für ein selbsterfülltes Studium der betroffenen Studierenden. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allgemein bei den Beschäftigten ist die Zahl sehr genau bekannt. Wir erfüllen derzeit eine Quote von 4,2%. Also bei 2300 Haushalts- und Drittmittelstellen ist das eine Zahl von 96 Beschäftigten hier an der Universität Chemnitz. Von der Art der Behinderung ist so alles dabei, was man sich da so vorstellen kann, von Sehbehinderung, Hörbehinderung, Erkrankungen des Stoffwechsels, Erkrankungen des Nervensystems und auch Mobilitätseinschränkungen. Ja, Sie sagen ja, dass die TU Chemnitz derzeit 96 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Behinderungen beschäftigt. Das heißt, die angestrebten 5% sind eigentlich noch nicht so ganz erreicht. Aber lässt sich denn diese gesetzlich verankerte Pflichtquote überhaupt erfüllen? Das ist richtig, dass wir eigentlich verpflichtet sind, 5% unserer Stellen mit behinderten Menschen zu besetzen. Generell trifft das für öffentliche Arbeitgeber und auch für private Arbeitgeber zu und ist im Sozialgesetzbuch 9, Paragraph 71 geregelt. Das Problem, dass das sehr schwer sein wird, diese Beschäftigungspflicht von 5% zu erreichen, liegt darin begründet, dass aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation man immer weniger Bewerbungen behinderte Menschen hat. Für alle Stellen, die an der Universität Chemnitz ausgeschrieben werden, angefangen von Professorenstellen bis zu technischen Mitarbeiterstellen, ist die Zahl der Bewerbungen behinderter Menschen in den letzten 2-3 Jahren sehr stark zurückgegangen. Und wenn wir also keine Bewerbung haben, dann gibt es auch keine Einstellungsmöglichkeit. Natürlich haben wir also versucht, da gemeinsam mit dem Rektorat und dem Personalrat da etwas gegenzusteuern in Form einer Integrationsvereinbarung. Und im Kernpunkt dieser Integrationsvereinbarung ist auch das Stellenbesetzungsverfahren ziemlich genau geregelt. Und da muss von allen Beteiligten ein Informationsblatt ausgefüllt werden, wo dann das gesamte Prozess des Stellenbesetzungsverfahrens dokumentiert ist.
Dieses Formblatt muss dann auch von dem jeweiligen Leiter der Struktureinheit, von der Schwerbehindertenvertretung, von der Gleichstellungsbeauftragten und vom Personalrat unterzeichnet werden. Auf diese Art können wir zumindest sicherstellen, dass wir alle Bewerbungen, ob behindert oder nicht behindert, erstmal erfassen. Es wird aber in den nächsten Jahren eine Herausforderung sein, ob wir es doch schaffen, denn die Arbeitsmarktsituation ist so, dass wir das durch die weniger zurückgehende Zahl an Bewerbungen Behinderter, also wird es schon schwieriger werden oder noch werden überhaupt gar nicht mehr zu erreichen sein. Wir sehen das jetzt schon, dass viele Stellenausschreibungen oft verlängert werden, weil es keine geeigneten fachlichen Bewerber mehr gibt. Und welchen Problemen stehen denn diese Bewerber dann hier an der TU Chemnitz gegenüber? An sich, wenn das vorausgesetzt die fachliche Eignung stimmt und wir stellen jetzt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter ein, dann gibt es von den Problemen, die sind also verschiedener Art zu lösen. Es kann sein, dass man den Arbeitsplatz entsprechend behindertengerecht gestalten muss. Vielleicht ein Beispiel, wenn wir einen sehbehinderten Bewerber einstellen, dann müsste der Arbeitsplatz entsprechend so gestaltet sein, dass er aufgrund seiner Sehbehinderung auch die Arbeitsaufgabe erfüllen kann. Oder bei Hörbehinderten müssten wir dann dafür Sorge tragen, dass die Kommunikation untereinander gut klappt. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Bei Rollstuhlfahrern taucht das Problem mitunter auf, ja, wie komme ich in mein Büro, wie komme ich in den Hörsaal, wie komme ich in den Seminarraum oder auch auf die Toilette. Da ist also in den letzten Jahren viel getan worden und je nach Problemlage muss man dann oftmals kurzfristig auch noch Maßnahmen ergreifen, um die Probleme dann zu lösen. Sie sprachen jetzt ja aber nur von den baulichen Hürden, aber die Studierenden können ja beispielsweise auch mit psychologischen Problemen zu Ihnen kommen. Ja. Also ich biete zumindest eine Sprechstunde an. Man kann mit mir einen Termin individuell vereinbaren. Auch der Studentenrat schickt mitunter Betroffene zu mir und dann versuche ich dann die Probleme auch zu verstehen, zu begreifen. Und wenn es psychologische Probleme gibt, die also vielleicht auch in gewissen Grenzen meine Fachkompetenzen beschreiten, denn ich bin von Beruf kein Psychologe, dann nutze ich den psychosozialen Beratungsdienst des Integrationsamtes oder vermittle dann entsprechend weiter. Wenn es Prüfungsprobleme gibt, dann bin ich auch bereit, mit den zuständigen Prüfungsausschussvorsitzenden das Problem zu klären oder auch zu vermitteln. Ja, Sie haben jetzt viel von diesen baulichen Veränderungen an der TU Chemnitz gesprochen. Was ist denn künftig noch geplant? Gibt es noch irgendwo Nachholbedarf? Es gibt momentan aus meiner Sicht zurzeit etwa schon einen gewissen Nachholbedarf. Ich würde das auf jetzt ein Rektoratsrundschreiben noch mal verweisen, das Rektoratsrundschreiben 16 von 2018, da ist also ein Maßnahmenplan bekannt gegeben worden, ein Inklusionsplan, wie sich die Universität Chemnitz in den nächsten Jahren in Richtung einer barrierefreien Universität weiterentwickeln wird. Dieser Maßnahmenplan ist ein sehr, sehr umfangreiches Werk von über 300 Seiten. Da ist der bauliche Ist-Zustand erfasst worden und daraus abgeleitet sind die Maßnahmen festgelegt worden, die wir in den nächsten Jahren angehen wollen. Das war eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen Frau Dr. Menzel, die das Werk insgesamt federführend geschrieben hat. Ich kann mich an manche Nachtschicht erinnern, wo ich dann also eine ganze Reihe an Zuarbeiten noch gemacht habe, um diesen Maßnahmenplan entsprechend auch mit auszufüllen. Und da wird es also noch eine ganze Reihe baulicher Änderungen geben. Es gibt noch eine ganze Reihe Türen, die sich nicht automatisch öffnen lassen. Dort müssen wir ansetzen. Es gibt noch eine ganze Reihe Aspekte, diese Hörsäle weiter barrierefreier zu machen. Sei es hin von der Erreichbarkeit, sei es hin von der Hörverbesserung beim Hören, also durch hörunterstützende Systeme. Und
auch ganz wichtig und nicht zu vergessen, wir sind beim Aufbau eines barrierefreien Leitsystems und Orientierungssystems, was also Schritt für Schritt mit umgesetzt werden soll. Sie sind ja nun mittlerweile auch schon seit 18 Jahren der Ansprechpartner für die Schwerbehinderten der TU Chemnitz und haben schon einiges auf den Weg gebracht. Was würden Sie sich denn künftig von oder für die Studierenden der TU Chemnitz oder die schwerbehinderten Mitarbeiter wünschen? Also ich fange aber mit den Studierenden an. Bei den Studierenden würde ich mir wünschen, dass sie sich offener gegenüber ihrem gesundheitlichen Handicap zeigen. Nicht erst warten, bis irgendetwas passiert, sei es in der Konstellation bei Prüfungsproblemen, bei Prüfungsleistungen, sei es bei den Ängsten, das Studium nicht zu schaffen, dass sie einfach offener mit ihrem Problem umgehen und dass sie dann lieber einmal eher zur Schwerbehindertenvertretung oder auch in die Studienberatung kommen und das sagen, damit wir dann auch rechtzeitig helfen können und auch das Problem, das die Universität ja so getragen muss für eine gleichberechtigte Teilhabe im Studium, dass wir da auch entsprechend das umsetzen und verwirklichen können. Bei den Mitarbeitern ist es so, auch dort gilt, rechtzeitig fragen und kommen und nicht erst, wenn es zu spät ist. Dazu bieten wir also auch eine Sprechstunde an. Man kann sich also individuell per E-Mail bei mir einen Termin vereinbaren. Und dann habe ich auch immer ein offenes Ohr für die Probleme und versuche dann in Kooperation mit dem Rektorat, mit der zentralen Universitätsverwaltung, mit der Behindertenbeauftragten der Dienststelle, Frau Kruse, oder auch je nach Konstellation bei Studierenden mit der Inklusionskoordinatorin, Frau Dr. Menzel, zu helfen, zu vermitteln. Zum Schluss an dieser Stelle, was ich mir wünschen würde, Wünsche hat man viele, aber mir ist es umgekehrt erst einmal ein anderes Anliegen, ein Dankeschön auszusprechen, ein Dankeschön an das Rektorat, an die zentrale Universitätsverwaltung, die immer Zeit für mich hatten, wenn ich also ein Problem hatte oder wenn was zu klären darf. Da haben sie sich auch für mich Zeit genommen, muss man so sagen. Ich danke dann auch Frau Kruse, Frau Dr. Menzel und dem Personalrat, wenn ich die dann immer als Ansprechpartner oder auch als gute Unterstützung benötigt habe. Und sie waren auch immer für die Sensibilität zugänglich. Ja, ich denke, man sollte sich vielleicht auch bei Ihnen bedanken, da Sie sich so stark für die Belange der Schwerbehinderten der TU Chemnitz einsetzen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Im Mai wird uns die Koordinatorin des Projektes TU4U besuchen. Wir sprechen mit Frau Maria Worf unter anderem über Lernräume, aufgeschobene Hausarbeiten und die vielen zusätzlichen Beratungsangebote, welche einen optimalen Studieneinstieg oder erfolgreichen Abschluss ermöglichen sollen. Bitte schicken Sie uns Ihre Fragen zum Thema an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe.